Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar habe ich gedacht, ich mache eine kleine Vorstellung zum Thema Nine Kings. Das Spiel, das ich schon mal in einem unserer Videos angesprochen hatte, in dem wir über das Steam Next Fest gesprochen hatten. Da hatte ich nämlich die Demo dazu angezockt und war da sehr schnell sehr gehuckt. Es ist ein Roguelike Deckbuilding Tower Defense Game, in dem man einen König aus einer Auswahl von Königen spielt und sein Königreich gegen Angriffswellen der anderen Könige verteidigen muss. Und zwar ist es so, die Zahl 9 spielt eine große Rolle im gesamten Spiel. Es soll in Zukunft einmal 9 Könige geben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es 7, was aber auch schon dazu hinreicht, dass man sehr vielfältige verschiedene Builds aufbauen kann mit den eigenen Königen in Synergie mit den Truppen und Einheiten, die man abgreift, wenn man die Angriffswelle anderer Könige zurückschlägt. Und zwar ist es so, dass wir mit dem King of Nothing anfangen. Das ist auch, wir sehen das Königreich des King of Nothing im Hintergrund des Startbildschirms gerade. Ich würde sagen, wir werden dann mal reingehen und da kommen wir in die Auswahl der Könige. Wir starten, wie gesagt, mit dem King of Nothing, die anderen müssen freigespielt werden. Dann kommt als nächstes eben der King of Spells, King of Greed, King of Blood, King of Nature, King of Stone, King of Progress. Die anderen beiden, die sind eben noch nicht verfügbar. Und wenn wir denn jetzt mal hier reingehen, sehen wir, dass jeder König 9 Karten hat, die spezifisch für ihn selber sind. Es gibt die verschiedenen Difficulties, es fängt bei Peasant an und ich habe bis King freigespielt. Ich nehme an, dass das auch die letzte Stufe ist, würde Sinn ergeben. Die habe ich aber bis jetzt noch nicht geschafft. Gab es einen großen Overhaul des Perk-Systems. Man hat dann die verschiedenen Perks. Jeder König hat seine eigenen. Für den King of Nothing sind es hier die 3 blauen. Die 3 Regenbogen-Perks und all die grauen Perks sind Sachen, die jedem König freistehen. Die grauen Sachen sind aber auch Perks, die man erst freispielen muss. Und so ordnet man sich die dann eben an. Und wenn wir jetzt mal hier beim King of Spells reingehen, da sind die eben anders angeordnet. Man macht das eben so, wie es für einen passt. Manche kann man auch multiplizieren. Durch verschiedene Eigenschaften werde ich die Perks einmal neu ansetzen, weil ich einen anderen Bild hier verfolge und hoffe, dass ich damit weiterkomme als bis jetzt. Wenn wir da nämlich mal, da habe ich die Schwierigkeitsstufe Prince noch nicht geschafft und versuche das jetzt eben mal mit einem anderen Bild. Gehen wir mal rein. Das Jahr ist 657 und wir kämpfen dieses Mal anscheinend gegen den King of Stone und gegen den King of Progress. Wir starten mit einem 3×3 Feld, in dem wir unsere Truppen und Gebäude bauen können. Wir haben 3 Leben und wir haben hier diesen Brunnen an der Seite. Da können wir auch Karten reinschmeißen und bekommen Geld dafür. Wir haben eine Übersicht über die nächsten paar Jahre. Da können wir nachgucken, wann, in welchem Jahr was genau passiert. Es gibt ein paar Events, die eben in bestimmten Jahren getriggert werden. Als erstes setzen wir unsere Basis. Jeder König hat eine andere Basis und jede Basis hat eine andere Spezialfähigkeit. King of Spells macht so eine Art Blitzeffekt. Normalerweise starten wir mit 3 Karten. Ich habe jetzt hier eben einen Perk multipliziert, dass ich mit mehr Karten starte. Wir spielen uns immer auf 2 Karten runter, dann beginnt die Angriffswelle. Deswegen darf ich jetzt eben 3 Karten spielen. In der Angriffswelle, die ersten Wellen, die gehen natürlich relativ schnell. Wir sehen den Blitzeffekt, den ich auf Auto gestellt habe. Danach dürfen wir uns eine von 3 Karten aussuchen. 3 Karten, die zu dem König gehören, gegen den wir gerade gekämpft haben. Eben war das eine Rebellion unseres eigenen Volkes. Hier haben wir jetzt wieder eine kleine Rebellion. Das heißt, am Anfang kriegen wir eher Karten, die auf uns zugeschnitten sind, bevor dann auch andere Könige angreifen. Da suchen wir uns dann jetzt eben eine neue Karte aus und versuchen, uns so zu stärken, dass wir dauerhaft gegen die anderen Könige ankommen. Hier haben wir jetzt den King of Progress, der sich mit uns anlegen möchte. Und am Anfang haben wir dann noch sehr gute Karten. Das Ding ist, dass nach dem kompletten Perk-Overhaul, der jetzt vor kurzem stattgefunden hat, habe ich auch das Gefühl, dass die gesamten Gegnertruppen deutlich stärker geworden sind. Also auch deutlich stärker, unabhängig von der Difficulty sowieso schon. Ich denke, dass es da in Zukunft
auch eine Anpassung, ein Rebalancing geben wird. Wir durften uns jetzt hier gerade noch ein Royal Decree aussuchen, ein dauerhafter Bonus, der die gesamten Jahre über gelten wird. Ich habe das jetzt mal ein bisschen abgespeedet, weil wir in der kurzen Zeit natürlich auch was sehen möchten. Gerade am Anfang ist es dann eben doch sehr eindeutig, aber es wird dann mit der Zeit eben sehr viel schwieriger. Jetzt haben wir gerade noch eine Prophecy bekommen, dass in Jahr 9 etwas Schönes auf diesem Feld passiert. Und dann werden wir jetzt mal schauen, wie lange wir das überleben werden. Zuletzt bin ich immer gerne darauf gegangen, die Basis abzugraden. Die kann einfach so unglaublich stark werden mit den richtigen Perks. Es ist aber so, dass bis man an diesen Punkt gekommen ist, wo die Basis stark genug ist, einen zu verteidigen, auch in den höheren Schwierigkeitsstufen, bis dahin kann man auch schon 3, 4, 5 Mal gestorben sein. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen hatte ich jetzt hier mal einen anderen Ansatz versucht, aber wir sehen jetzt gerade schon, dass das mitunter ein bisschen schwierig ist. Die kamen jetzt schon sehr nah. Beim Merchant kann man dann, wenn man das Geld hat, eben auch noch mal ein paar Karten dazu kaufen. Dadurch, dass wir uns immer auf 2 Karten runterspielen, heißt das eben auch, je mehr Karten ich habe, desto mehr Karten kann ich auch spielen. In der Hoffnung, dass wir uns dann behaupten können. Aber dadurch, dass es eben gerade schon sehr knapp war, ne, man muss dann immer abwägen, man hat die Fernkampfeinheiten, man hat seine eigene Basis, aber der Gegner hat eben dieselben Fähigkeiten. Gerade beim King of Progress, die Fernkampfeinheiten, The Executioner, die sind nicht ohne und die haben mich gerade mein erstes Leben gekostet. Alle paar Jahre bekommen wir dann unentgeltlich auch noch einen Bauplatz dazu. In diesem Run komme ich gar nicht richtig hinterher, die Bauplätze zu bebauen. Da ist jetzt gerade schon wieder jemand durchgekommen. Das war das zweite Leben. Mit viel Glück könnte man das jetzt noch gewinnen. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich euch sage, dass sich das hier jetzt eigentlich erledigt hat. Das sind meine eigenen Truppen, die in der Rebellion mich jetzt getötet haben. Es gibt noch einen kleinen Overview. Dann geht man eben zurück ins Hauptmenü. Das Schöne ist, man sieht hier, man hat im Hintergrund immer das Königreich, welches man zuletzt gespielt hat. Hier ist es jetzt eben der King of Spells, vorher war es The King of Nothing. Dann gehen wir jetzt mal rein. Ich werde dann jetzt mal King of Blood auswählen. Ich werde das hier jetzt ein bisschen abspeeden, wie ich mir die Perks verteile. So könnt ihr auch sehen, gerade die Multiplier. Hier muss ich eine kleine Discord-Nachricht ausblenden, die zwischendurch reingekommen ist. Wir teilen uns das so auf für den nächsten Run. Es ist aber auch so, dass ich mit dem King of Blood noch nicht so viel gespielt habe. Wir werden da in einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe anfangen. Wir werden da auf Knight, also auf Ritter anfangen und nicht auf Prince oder King. Und gehen dann jetzt mal rein. Das Jahr ist 511 und wir spielen gegen den King of Nature und King of Progress. Schön ist auch zu hören, dass jeder King sein eigenes Musical-Theme hat. Wir platzieren unsere Basis und unsere ersten Truppen. Hier habe ich keinen Perk, wo ich mit mehreren Karten oder mit Extrakarten anfange. Also kann ich nur eine Truppe spielen, bevor ich reingehen kann. Wir spielen auch gleich gegen den King of Progress. Hier war er jetzt aber noch nicht so stark. Und können uns jetzt 2 seiner Karten auswählen. Unsere eigene Basiskarte, die taucht häufiger mal auf. Können wir uns dann eben aussuchen, wo wir reingehen wollen. Ich speede das jetzt, wie gesagt, auch wieder ein bisschen ab. Wir können uns das ein bisschen anschauen. Für Geld können wir unsere Auswahl auch rerollen. Hier können wir uns jetzt einen dauerhaften Perk, ein Royal Decree aussuchen. Und das dann eben mit uns scalen. Wir werden dann jetzt mal einen kleinen Timeskip machen und sehen, wie das in ein paar Jahren aussieht. Dann skippen wir jetzt mal in das Jahr 31. Ihr seht, auf meinem Feld hat sich ein bisschen was verändert. Es ist so, dass im Jahr 33 der Main Boss kommt. Da werden wir dann auch alle unsere Karten ausspielen, weil worauf sollen wir jetzt noch warten? Wenn wir diesen Boss besiegen, dann haben wir den Run gewonnen. Jetzt habe ich das wieder ein bisschen verlangsamt, dass wir es uns genau anschauen können. Wir spielen gegen den King of Stone, der hat seinen Champion geschickt und große Armeen, aber gegen meine Synergien in diesem Run kommt er nicht an. Your Kingdom has thrived. Jetzt bekommen wir noch... Wir werden gefragt, ob wir weiterspielen wollen. Wir können in den Endlosmodus gehen. Da gibt es eine kleine Warnung. Es ist noch ein bisschen buggy, es ist unbalanced. Die werden jetzt unfair schwer. Jede Runde. Es kommt jetzt wieder der Turm, denn von jetzt an können wir, wenn wir genug Geld haben,
uns wann immer Plots dazu kaufen zum Bauen, bis zu einer gewissen, ich glaube, es ist ein 4x4 Feld maximal. Und dann geht es auch weiter. Wir haben hier nochmal einen kleinen Timeskip in das Jahr 66. Es kommt jetzt ein erneuter Boss. Es hat sich wieder ein bisschen was getan auf unserem Feld. Wir spielen wieder all unsere Karten und werden mal schauen, ob wir diesen Boss auch noch legen können. Wir haben diesmal den Champion of Spells. Hier hat es dann auch langsam angefangen, ein bisschen zu laggen bei mir. Es passiert einfach so viel auf dem Bildschirm, so viele einzelne Einheiten, die da berechnet werden. Aber der Champion of Spells hatte keine Chance dieses Mal. Aber alles hat ein Ende. Im Jahr 74, das ist dann das Jahr kurz vor meinem vorzeitigen Ableben. Wir haben sowieso schon nur noch 2 Leben. Und da hat der King of Progress es geschafft. Unser Kingdom has perished. Jetzt gibt es noch einmal unsere Stats. Wir haben über 20.000 Einheiten weggemacht, 2-mal aufgelevelt. Damit kann man durchaus zufrieden sein, denke ich. Einen Perk habe ich auch noch unlocked. Und hier sehen wir dann im Startbildschirm auch wieder, hier haben wir jetzt das Kingdom of Blood im Hintergrund. Zum Spiel selber muss ich sagen, für den Preis, ich finde ursprünglich 15 Euro, jetzt gerade eben im Sale, aber wir müssen ja den eigentlichen Preis betrachten. Für ein Early Access Game finde ich das ein bisschen viel. Andererseits habe ich jetzt auch schon stundenlang Spielspaß damit gehabt. Also man muss es für sich ein bisschen abwägen. Es ist halt dieses typische Spiel, wer dieses Spielprinzip gern hat, der wird großen Spaß haben mit dem Spiel. So wie ich in dem Falle. Man kann es sich jetzt ruhig im Sale gönnen. Ich freue mich auch auf die zukünftigen Updates. Ich freue mich auf 2 weitere Könige. Der Replay-Value ist aber enorm. Es gibt so viele verschiedene Kombinationen. Erstmal in meinem eigenen Deck von meinem König, den ich spiele, und dann eben in Kombination mit den beiden anderen Königen. Und zum Teil zwischenzeitlich sind es ja dann auch mal 3. Man kann da viele schöne Synergien aufbauen. Man kann extrem stark werden. Es fehlt noch ein bisschen Rebalancing. Es gibt zwischendurch ein paar Soundbugs. Manchmal werden die Sounds plötzlich unangenehm laut. Ich habe das hier in dem Video für uns runtergeregelt, weil das wirklich sehr unangenehm sein kann. Es gab auch gerade im Hauptmenü gibt es zwischendurch ein paar Soundbugs, dass Sounds verspätet einsetzen. Das sind aber alles Sachen, über die kann ich auch gut hinwegsehen. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe jetzt für dieses Spiel hauptsächlich die Titelmusik die ganze Zeit für uns drunter gelegt, damit es ein bisschen angenehmer ist. Aber wie gesagt, mit solchen Bugs muss man rechnen, das finde ich auch nicht schlimm. Über den Preis kann man durchaus streiten. Ich hatte viel Spaß mit dem Game. Ich kann es eigentlich durchaus weiterempfehlen. An dieser Stelle würde ich sagen, würde ich mich erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mit Sicherheit nicht perfekt. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich noch besser machen könnte. Und meldet auch gern uns zurück, ob ihr Lust habt auf solche kurzen Vorstellungsvideos, Review-Videos. Mir hat es Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei solchen kleinen süßen Games wie Nine Kings. Macht's gut.